Zuletzt bei Blue Sky Home. Der Titel verheißt ja schon nichts Gutes. Wir wollen so schnell wie möglich nach Deutschland zurück. Das ist das erste Mal, dass wir wirklich gefilzt wurden. Es sind viele Dinge, die halt nicht gut passen, was uns dazu bringt, unsere Pläne komplett über den Haufen zu werfen. Und ich hoffe, der Motor hält durch. Die ersten ärztlichen Ergebnisse sind da. Viele Dinge, die wir nicht haben wollten. Einer dieser magischen Orte. Wir sind gespannt, wie das sein wird. Ja, ist so ein bisschen ungewiss, die Zukunft jetzt auch für uns, wie wir für uns dann auch weitermachen. Ich habe so Sorge, dass wir liegen bleiben. Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, anfangen zu beten. Ja, es ist immer wieder schön, hier einzusteigen in unseren Odin. 3 Jahre Erinnerung stecken in diesem Cockpit und ja, da wird man schon ein bisschen wehmütig. Aber fangen wir mal von vorne an. Willkommen in einem neuen Video von uns. Es ist sehr, sehr komisch, ehrlich gesagt, jetzt wieder vor der Kamera zu stehen. An dieser Stelle möchten wir einmal sagen, dass dieses Video jetzt sehr aktuell ist. Es gibt aber auch Dinge, die in der Vergangenheit schon geschehen sind und keine Sorge. Ihr werdet absolut nichts von unserer Story verpassen. Die Aufnahmen aus der Vergangenheit werden wir euch alle zeigen. Also ihr werdet die gesamte Geschichte von uns in den nächsten Videos sehen. Dieses Video, wie gesagt, ist jetzt aktuell und wir wollten einfach nochmal die gesamte Geschichte erzählen und damit wollen wir jetzt starten. Zunächst einmal wollen wir uns riesig bei euch bedanken. Nach dem letzten Video, welches wir veröffentlicht haben, das war nicht nur unser erfolgreichstes Video, sondern die Anteilnahme war wirklich so unfassbar riesig. Und wir möchten einmal Danke, Danke, Danke sagen. Ihr habt uns mit Nachrichten wirklich überhäuft, alles Glück gewünscht und wir sollen auf jeden Fall weitermachen. Wir haben Jobangebote bekommen, wir haben Wohnungsangebote bekommen, helfende Hände-Angebote bekommen. 1000 Dank an alle 22.000 Abonnenten, die uns treu geblieben sind, auch wenn wir jetzt keine Videos veröffentlicht haben, und unsere Kanalmitglieder sind auch treu geblieben. Wir haben sogar neue Kanalmitglieder dazu bekommen. Wir haben nach dem letzten Video Spenden bekommen und es ist einfach unglaublich, wie ihr Anteil genommen habt an unserer Geschichte. Also wir fühlen uns wirklich von euch sehr gewertschätzt und wir werden diesen Kanal definitiv weiterführen. Das gab ja also ein paar Gerüchte, dass wir aufhören, aber keine Sorge, es wird ja auf jeden Fall weitergehen. Vielen lieben Dank an alle. Der Titel dieses Videos, da geht es ja um das Thema Krise. Und ich muss dazu sagen, es geht nicht um die eine Krise, sondern um mehrere Krisen, die letztendlich uns beeinträchtigt haben. Und zwar ging es ja schon letztes Jahr los, als wir wieder zurückgekommen sind aus der Winterpause und wir schon mit so einem mulmigen Gefühl nach Athen zurückgeflogen sind und wir nicht so richtig wussten, wie geht es so weiter mit Odin. Wir hatten da ja schon festgestellt vor dem Weihnachtsurlaub, irgendwas stimmt da nicht, hört sich schlecht an, was ist mit dem Motor? Das schwang ja immer die ganze Zeit so mit. Und dann kam es dann ja zu der Entscheidung, wir werden Odin in der Türkei reparieren lassen, aufgrund der Erfahrungen, die wir in dem Jahr zuvor in der Türkei gemacht hatten. So viele Werkstätten, wie wir da gesehen haben, wenn man Odin reparieren kann, dann eben halt in der Türkei. Und dann ging es halt los. Und damit nahm so die, sage ich mal, zweite Odyssee ihren Lauf. Man muss dazu sagen, dass diese ganze Zeit, die wir dort gelebt haben, ein Wechselbad der Gefühle waren. Es ist halt so, dass wir sehr viel Hilfe hatten. Damals auch von Holger und Manu, die uns aufgenommen hatten in der Türkei, wo wir uns auch erstmal erholen konnten. Dann haben wir ja noch die Wohnung von Ümran und Hermann bekommen. Das war auch mega erleichternd und hat uns einfach
wieder Energie auf unsere Akkus gegeben. Das ist halt so unheimlich wichtig, weswegen wir das Ganze auch nochmal reflektieren. Türkei an sich, es war einfach eine super, super heftige Zeit. Die Videos zeigen sozusagen, was so an der Spitze des Eisberges passiert ist, aber darunter ist halt noch viel, viel mehr passiert, was man halt schwierig auf Video zeigen kann. Die massive Schwierigkeit in der Türkei war natürlich das Kulturelle, also die kulturellen Unterschiede, die eben halt bestehen, darauf einzugehen, damit zurechtzukommen. Dann halt die sprachlichen Probleme, also wir können kein Türkisch und in der Türkei, also die Leute, die uns geholfen haben dort, konnten halt kein Englisch und das ist dann schon sehr, sehr anstrengend auch. Ich kenne das aus meinem Berufsleben zuvor. Da wurde ich halt auch sensibilisiert für die Kultur, die unterschiedlichen Kulturen und wie man darauf eingeht. Und ich habe zum Beispiel Trainings im Ausland gegeben und das war schon anstrengend, aber das war nichts dagegen, was in der Türkei im Prinzip passiert ist. Sehr, sehr komplexe Zusammenhänge, die irgendwie geklärt werden mussten mit einer Sprachbarriere, die größer hätte nicht sein können. Und da war so manches Mal halt auch die Luft einfach raus, also so richtig raus. Das habe ich zum Ende hin auch gemerkt. Dann sind wir raus aus der Türkei, im Prinzip nicht ganz so zufrieden, wie das gelaufen ist. Wollten uns dann in Griechenland erholen und dann erreichte uns ja die Nachricht, dass es ein Problem zu Hause gibt. Wir hatten im Grunde genommen, ich würde sagen, vielleicht 2 Wochen in Griechenland gehabt, wo wir so einigermaßen durchschnaufen konnten. Und das brauchten wir auch. Wir hatten längst nicht so viel wieder an Kräften getankt, wie es notwendig war nach dieser Zeit. Die Nachricht, die uns da erreicht hat, die war halt niederschmetternd. Meine Mutter ist sehr, sehr krank geworden und ich will jetzt auch nicht so in die Tiefe darauf eingehen. Das hat natürlich auch persönliche Gründe, aber man kann sich vorstellen, dass es sehr, sehr schlimm ist. Dann haben wir natürlich alle Register gezogen, haben gar nicht lange darüber nachgedacht. Ja okay, wir müssen zurück nach Deutschland und möglichst in kürzester Zeit. Und das war dann ja auch nicht so ganz einfach. Bis zuletzt war mir nicht klar, ob der Motor das durchhalten würde, weil sich die Situation mit dem Motor immer weiter verschlechtert hat. Und es gipfelte dann ja dahin, dass uns die Kopfdichtung dann in Deutschland endgültig um die Ohren geflogen ist und ich noch eine Motorreparatur durchführen musste. Und das halt alles in dem Wissen, dass ich zu Hause gebraucht werde. Wir hatten uns zwar darauf eingestellt, dass wir eines Tages mal wieder zurückkommen müssen für ein paar Wochen, eine gewisse Zeit nach Deutschland. Aber dass es dann so schnell sein wird und dass es halt auch für so eine lange Zeit sein wird, das hat uns doch dann sehr getroffen und wir sind auch mit sehr komischen Gefühlen nach Deutschland gekommen. Zum einen wussten wir ja auch nicht, wie sieht es jetzt krankheitsbedingt aus, wie wird das alles verlaufen. Was wird uns da erwarten? Das nächste war natürlich, wir hatten alles aufgegeben, es gibt nur noch 3 Kartons und wir verlieren jetzt unser Leben sozusagen auf 4 Rädern, was wir uns irgendwie hart aufgebaut haben. Und auch die Sache natürlich mit YouTube. Also wir haben in Deutschland uns 1 Jahr lang auf die YouTube-Geschichte vorbereitet und wir haben diesen Kanal 3 Jahre lang aufgebaut und jetzt sind wir wieder in Deutschland zurück und wissen halt nicht, wie es weitergeht. Und unsere Existenz, unsere Selbstständigkeit, hängt halt so an einem seidenen Faden und was hält die Zukunft für uns bereit? Das ist für uns eine sehr, sehr große Herausforderung, vor der wir jetzt halt im Moment auch gerade stehen. Und man muss dazu sagen, wir sind zurück nach Deutschland gekommen und waren total ausgelaugt. Und das ist natürlich eine super schlechte Voraussetzung dafür, für das, was dann noch vor uns lag. Zunächst einmal mussten wir uns in Deutschland wieder eine komplett neue Infrastruktur schaffen. Wir waren ja aus Deutschland abgemeldet, wir hatten keine deutsche Krankenversicherung und nur noch eben 3 Kartons hier. Wir haben uns also in den letzten Monaten eine Wohnung gesucht, wir haben Möbel uns besorgt, wir haben uns ein Auto gekauft, Versicherungen abgeschlossen, Internetvertrag und. Also das brauchte alles seine Zeit, um hier wieder anzukommen. Und dann gab es da noch den Odin, an dem das Ganze ja auch nicht so spurlos vorbeigegangen ist. Der Kühler zum Beispiel ist undicht geworden aufgrund der kaputten Kopfdichtung. Er hatte keinen TÜV mehr und darum musste ich mich halt kümmern. Einmal die Kopfdichtung nochmal nachziehen. Das hat auch einiges an Zeit gekostet. Man wundert sich dann immer, naja, man macht das mal eben. Aber es ist dann doch so einiges, was man da abbauen muss, um dann an die Schrauben ranzukommen und so weiter. Naja, winterfest musste ich den dann ja auch noch machen, dass dann halt mir der Diesel nicht irgendwie
schlecht wird und falls wir ihn bewegen müssen, dass er fließfähig bleibt, weil das ja noch Sommerdiesel ist. Ölwechsel habe ich dann auch noch gemacht und dann habe ich ihn auch noch durch den TÜV gebracht. Und es waren eigentlich nur Kleinigkeiten, die gemacht werden mussten. Eine Buchse am Stabilisator musste neu und vorne die Scheinwerfer, da war einer, der halt am Spiegel Rost hatte, dann habe ich hier gleich durchgetauscht. Ja, sonst war da halt nichts und ich denke mal, es muss wohl daran gelegen haben, dass ich ihn so gut gewartet habe über die Zeit. So steige ich immer aus und ich werde auch immer weiterhin so aussteigen, trotz der ganzen Ermahnungen in den Kommentaren. Wie ihr seht, ist die Kabine von Odin schon runter. Keine Sorge, wir zeigen das alles noch in den kommenden Videos. Ja, und das übrigens hier ist nicht unser neues Fahrzeug. Das ist das Fahrzeug von Uli und der macht gleich Tabula Rasa mit uns zusammen. Der will sein Fahrzeug auch einmal komplett frisch machen. Da ist seine Kabine. Und da ist seine Kabine, genau. Und das ist unsere. Willkommen in unserer neuen Werkstatt. Jetzt sind wir nun mal aber in Deutschland und ja, diese Situation ist für uns aber auch eine richtig große Chance, nochmal uns neu aufzustellen. Und natürlich werden wir weitermachen mit YouTube, aber die Frage ist, womit? Mit welchem Fahrzeug? Ja, natürlich ist es so, dass wir sehr an Odin hängen, aber auch dort sind ein paar Dinge, die irgendwie gemacht werden müssen. Ich denke, es ist relativ klar geworden über die letzten Videos, dass wir ein Problem mit der Einspritzpumpe haben, die ist einfach nicht wieder hinzukriegen. Es gibt eine Firma in Deutschland, die diese Einspritzpumpe hat. Man könnte sie theoretisch austauschen. Es gibt aber auch noch hier und da vielleicht kleinere Undichtigkeiten, um die ich mich kümmern muss, bevor wir wieder losfahren. Odin muss insgesamt wieder komplett frisch gemacht werden. Und am Ende war dann das Gefühl so da, dass das verbrannte Erde ist, dass ich eigentlich keine Lust mehr habe, da jetzt nochmal ranzugehen. Und wir dann eher das auch als Chance nutzen, um uns zu verjüngen. Weil wir halt auch überlegt haben, ja, wenn wir jetzt wieder losfahren und es ist ja wieder offenes Ende und wir rechnen jetzt damit, dass wir weitere 5 Jahre, 10 Jahre unterwegs sein werden, dann wäre es besser, ein jüngeres Fahrzeug zu nehmen. Es gab jetzt für uns nur noch 3 Optionen. Entweder wir stecken wirklich nochmal Geld und Zeit in Odin oder wir tauschen die Basis oder wir kaufen uns einen kompletten neuen LKW. Ja, und die Entscheidung ist bei uns, ist natürlich auch ein finanzieller Aspekt. Wir haben uns für ein neues Basisfahrzeug entschieden, also wir werden uns eine neue Basis suchen. Auf diesem Weg werden wir euch natürlich auch mitnehmen. Es gab nämlich in der Vergangenheit schon sehr, sehr viele Kommentare unter unseren Videos. Sucht euch doch mal eine neue Basis und macht das doch mal eben, tauscht das doch mal eben aus. Und genau das werden wir jetzt zeigen, was es eigentlich bedeutet. Was auch noch häufig im Raum stand, war das Thema LKW, ja oder nein, verkleinert euch doch, dann habt ihr nicht so viele Probleme. Und uns haben die letzten 3 Jahre ganz, ganz deutlich gezeigt, wir brennen für das Thema LKW, so wollen wir reisen und so möchten wir ja die nächsten 10 Jahre halt weiterhin unterwegs sein. Da gibt es einfach nichts dran zu rütteln. Das hat sich für uns einfach bewährt und unser Herz schlägt für einen LKW und es wird wieder ein LKW werden auf jeden Fall. Und auch wieder ein älterer LKW, also ja, wir verjüngen uns schon sehr stark, würde ich sagen, aber es ist nach wie vor immer noch ein älterer LKW, also jetzt kein 5 Jahre oder 10 Jahre alter LKW, das könnten wir auch vom Budget her gar nicht. Und ich fühle mich damit auch sicher, wir fühlen uns damit auch sicher, weil eins muss man halt sagen, Odin hat uns 30.000 Kilometer getragen, das muss man sich einfach mal vor Augen führen, das ist vielleicht auch so ein bisschen untergegangen in den ganzen Videos, mit den Problemen, die wir hatten. 30.000 Kilometer. Und die letzten 5.000 Kilometer, die wir jetzt hier wieder hochfahren mussten, mit einem anbahnenden Kopfrichtungsschaden. Also den hatten wir ja dann schon in der Türkei. Und wir sind noch weitere 5.000 Kilometer gefahren damit.
Und das zeigt halt, wie robust die Dinger sind. Also nicht nur Odin, sondern halt eben diese älteren LKWs. Diese Motoren sind Eisenklötze mit wenig PS. Nicht kaputt zu kriegen. Die sind schon, wenn man sie gut behandelt, schwer kaputt zu kriegen. Ja. Und das hat uns halt auch gezeigt, dass da eine sehr hohe Verlässlichkeit ist, wenn man halt entsprechend vernünftig umgeht damit. Es war jetzt ein langer Prozess, Odin loszulassen. Also es war wirklich immer ein Auf und Ab. Behalten wir ihn? Nein, wir wollen etwas Neues anfangen. Dann wieder, ach komm, wir behalten ihn. Immer wenn wir die Einfahrt hochgegangen sind und ihn gesehen haben, dann, ach komm, lass ihn doch behalten. Er steht doch so gut da. Dieses Auto ist ja pure Emotion. Also genau. Wenn man den so sieht, es ist ja, wenn man so will, ein Einzelstück und das ist wirklich, wirklich sehr, sehr schwer. Wir haben ihn so gebaut optisch, dass er uns halt gefällt. Unser Herz, es ist so schwer gewesen, jetzt loszulassen. Aber es fühlt sich auch so ein bisschen so befreiend an, dass wir jetzt neu durchstarten können. Und das haben wir jetzt auch einfach irgendwie nötig nach der ganzen Zeit. Trotz alledem wird das natürlich eine riesen Herausforderung. Ein neuer LKW bedeutet auch, sich wieder neu darauf einzurichten oder sich da einzuarbeiten in diesen LKW. Mir hilft natürlich die Zeit, die ich jetzt mit Odin hatte, die Dinge zu transportieren von Odin auf einen anderen LKW. Also, die sehen halt alle nur ein bisschen anders aus, aber am Ende ist es alles das Gleiche. Und das ist schon sehr, sehr hilfreich. Trotzdem ist es irgendwie eine Herausforderung und natürlich auch wieder ein kleines Stückchen Unsicherheit, weil am Ende kann man in so ein Fahrzeug nicht reingucken. Man weiß nicht, wie da zuvor damit umgegangen wurde, also zumindest in einigen Aspekten. Dennoch ist es für uns wichtig, dass wir jetzt mal ein Fahrzeug bekommen, das wir direkt von der Kommune bekommen, wo wir wissen, okay, das ist jetzt dieser eine oder maximal zweite Besitzer, das wurde nicht verbastelt, da hatte sonst kein anderer irgendwie seine Hände dran und wir starten frisch durch damit. Willkommen in der Casa Blue Sky Home. So leer wie noch nie. Ja, da ist wirklich nicht mehr viel drin. Und das Ganze muss natürlich auch finanziert werden. Zum einen unser Leben jetzt hier in Deutschland muss finanziert werden, das neue Basisfahrzeug, der Umbau, aber auch natürlich unsere ganzen Reisepläne, die wir noch haben, die wir noch überhaupt nicht ausleben konnten und von denen wir schon immer gesprochen haben. Wir wollen nach Afrika, wir wollen nach Südamerika, wir wollen nach Asien und Tunesien, Oman, gut, Asien wäre ja auch Mongolei. Das sind ja alles so Sachen, die haben wir immer noch auf unserer Liste und weit sind wir ja nicht gekommen, deswegen ja, nächster Versuch, würde ich sagen. Ja, und es ist, glaube ich, auch ganz klar, dass das, was jetzt da auch finanziell auf uns zukommt, das ist ohne unsere alten Bürojobs hier in Deutschland nicht möglich. Das werden wir aus den YouTube-Einnahmen nicht generieren können. Das dürfte, glaube ich, jedem klar sein. Das heißt, wir werden in unsere alten Jobs zurückkehren. Wir suchen derzeit Jobs, die wir möglichst von zu Hause aus ausführen können. Also sprich, ich werde wieder im Finanzbereich arbeiten, Nikolas als Informatiker in der IT. Und ja, wir denken so, dass wir so 3 Tage die Woche in den alten Jobs gerne arbeiten möchten. Da muss natürlich auch noch genug Zeit bleiben, um unser Projekt, den neuen LKW zu bauen, die YouTube-Videos zu machen. Und also neben unseren alten Jobs werden wir auch Einnahmen über YouTube generieren, wie ihr das ja schon kennt, mit Kooperationen in den Videos. Aber eine Sache kommt noch. Ja? Genau, also man muss dazu sagen, das wäre so der eine Plan, wo man sagt, okay, dass wir in diese alten Jobs zurückgehen, dass wir darüber Geld verdienen. Es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten, die wir auf jeden Fall in Erwägung ziehen. Und das ist halt die Möglichkeit, über Sponsoren das Geld zu verdienen. Also nicht verdienen, aber eben halt mit Sponsoren zusammenzuarbeiten, die uns dann da finanziell unterstützen. Damit meinen wir halt größere Firmen, die jetzt an der Stelle
angesprochen werden. Genau. Und vielleicht Interesse haben, mit uns zusammenzuarbeiten. Wir haben eine gute Reichweite. Das Klientel, also ihr Zuschauer, habt Interesse an bestimmten Produkten, die für euch interessant sind. Und das, glaube ich, ist etwas, was Potenzial ist, was wir auf jeden Fall nutzen sollten. Und das wir halt anbieten können. Also wenn du da draußen eine Firma hast und du möchtest gerne in diese Nische Fahrzeuge, Expeditionsmobil, wir können dir einfach die Community ja schon bieten, weil wir halt diese 22.000 Abonnenten haben und vielleicht können wir da was Interessantes gemeinsam zusammen erarbeiten. Ihr könnt euch gerne melden, falls ihr Interesse an der Zusammenarbeit habt, schreibt uns gerne eine E-Mail. E-Mail-Adresse findet ihr in der Videobeschreibung, blenden wir vielleicht auch hier einmal ein. Und ja, wir sind gespannt, wer sich da so alles meldet und vielleicht mit uns zusammenarbeiten wird in Zukunft. Vor dem Hintergrund, was wir alles vorhaben, dass wir möglicherweise in unsere alten Jobs zurückgehen, dass wir Gespräche mit den Kooperationspartnern und Sponsoren im Hintergrund führen werden wir auf jeden Fall versuchen, einmal pro Monat für euch ein Video rauszubringen, dass die Story weitergeht. Da freuen wir uns auch schon drauf, weil für uns ist es auch wichtig, dass die Community lebt, dass wir mit euch in Verbindung stehen, jedes Mal, wenn wir ein Video rausgebracht haben und dann mit euch schreiben über die Kommentare, ist das für uns immer doch irgendwie was Schönes. Ja. Ihr werdet also in den nächsten Wochen und Monaten mitbekommen, wie wir auf der Suche nach einem neuen Basisfahrzeug sind. Ihr werdet mitbekommen, wie wir unsere Kabine runternehmen, wie wir die Umbauarbeiten an einem neuen LKW machen. Ja, ihr werdet mitbekommen, wie bestimmte Mythen, die sich ganz hart in der Community der LKW-Fahrer halten, wie wir die vielleicht etwas... Ja, die so ein bisschen ins Wackeln geraten werden. Und es wird natürlich viel Schrauber-Content, Pleiten, Pech und Pannen geben. Dafür ist gesorgt. Also wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Und wir hoffen, euch hat das Video gefallen und dass ihr jetzt ungefähr wisst, was so in diesen Monaten jetzt auch so passiert ist. Und ja, danke, dass ihr uns so treu geblieben seid. Und schaltet wieder ein beim nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Rost ganz einfach mal überlackiert. Was macht mir jetzt Sorge? Motor, Getriebe. Außen hui und innen pfui, ne? Ist eine never-ending Story. Ist schon irgendwie Mogelpackung. Von der Leistung her sind sie alle mau. Der ist auch unten an der Ölwanne feucht. Kommunalfahrzeuge, die im Streudienst waren, braucht man sich eigentlich gar nicht angucken. Wir haben da jetzt so einen typischen Verkäufer, würde ich sagen, kennengelernt. Der wurde aufgehübscht. Beide kaputten müssen komplett ersetzt werden. Ah, das ist immer ärgerlich sowas. Das ist halt Rostfraß. Da kommt Öl raus, das heißt der Kompressor ist durch. Nee, der Iveco wird es nicht werden. Also für sich stelle ich mir jetzt gerade die Frage, ob ich hier jetzt gerade aufhöre. Diese Entscheidung ist nicht so einfach. Da erlebst du was. So wird es aussehen. Okay.